Hallo, hier ist der Olli Schmidt von Schmidt Maschinentechnik. Heute mit einem längst überfälligen Hubtest der Superlative. Hier ein Eurocomach 65 TA, dort eine Palette 8er Rechteckpflaster, Palettengewicht 1800 Kilo circa. So, mit dem Tiltrotator und der Palettengabel zusammen sind das ungefähr 2100 Kilo. Und jetzt wollen wir sehen, ob der Bagger das da oben drauf hebt. Das wäre schon mal kein Problem. Und jetzt kommt die unbändige Kraft des Verstellauslegers. Der Verstellausleger hebt hier noch eine Tonne mehr, wenn es sein muss. Und jetzt, ja, der Löffelstiel ist das Problem. Deswegen muss man dann schon schön so hinstellen, dass man drauf schwenken kann. Der Löffelstiel ist halt der Schwachpunkt an der Geschichte. Ist aber klar, der hat ja so einen kurzen Hebel jetzt, dass der einfach nicht mehr ausschwenkt nach vorne. Aber draufheben tut er das auf jeden Fall und runterheben tut er das auch. Und wenn man sich jetzt nicht ganz ungeschickt anstellt, oder ich will mal sagen, noch ungeschickter wie ich jetzt gerade, mit dem Löffelstiel, wenn der über diesen Todpunkt raus ist, der Löffelstiel, so, dann hebt er das auch. Dann ist das kein Problem. Jetzt können wir mal sehen, wie weit er das aushebt, wie weit er das raushebt, ohne dass das Lasthalteventil hier aufgeht vom Bagger, was ich übrigens nicht manipuliert habe, wie ich das schon mal gezeigt habe in anderen Filmen. Und jetzt ist es tatsächlich die Statik des Baggers, die dem Ganzen ein Ende setzt. Der geht nämlich jetzt mit dem Arsch hoch und das war's dann. So, wann hebt er es wieder an? Hier fängt er jetzt wieder an zu heben. Also beim Winkelsteine setzen ganz wichtig. Über die Seite geht das auch. Vor allen Dingen kann man mit dem Verstellausleger auch wunderbar ganz feinfühlig schwere Lasten bewegen. So. Was ihr gerade gehört habt, das war der Visco-Lüfter. Der bläst auch in die andere Richtung, bläst sich immer schön frei. Jetzt will ich gerne noch mal mit zwei Vorurteilen aufräumen bezüglich der Marke Eurocomach. Viele sagen, Wiederverkaufswert schlecht. Stimmt nicht. Wir haben einen 100 TR für 95.000 Euro verkauft. Das ist aber schon lange her, vor 5, 6 Jahren. Gut, kam die Inflation dabei. Kann man nicht anders sagen. Der ist auf jeden Fall jetzt verkauft worden, für meine Ermessen zu günstig, für 70.000 Euro nach 5 Jahren und 1800 Betriebsstunden, so viel ich weiß. Und das ist für mich ein sehr guter Wiederverkaufswert. Erstens. Zweitens, die Marke Eurocomach ist nur am Anfang gut. Die halten nicht, die Bagger. Stimmt auch nicht. Wir haben mittlerweile Kunden nach 6 Jahren, die haben Bagger von uns, hier gerade den 65 TA, mit über 5000 Stunden und die laufen einwandfrei. Das ist also genauso wie bei den sogenannten Premium-Marken. Das wollte ich einfach nur mal sagen, dass wir mit dem Vorurteil mal aufgeräumt haben. Und ja, von der Leistungsfähigkeit, glaube ich, brauchen wir uns in der 6-Tonnen-Klasse oder 6,5-Tonnen-Klasse vor niemandem zu verstecken. Also, macht's gut, euer Olli Schmidt.